dir dieses exklusive Gefäß? Wow, wie gefällt dir diese wunderschöne Germini? Gerspider, ein Traum. Und wow, wie gefallen dir diese wunderschönen Moonlight-Nelken? Auch ein Traum. Ich weiß, viele von euch mögen Nelken nicht, aber schau dir mal diese wunderschöne Farbe an. Ein Traum. Und ja, ich habe da noch was, und zwar diese wunderschönen Gräser. Mit diesen 3 Materialien und etwas Steckmasse machen wir was ganz Cooles, Klasses. Klass ist nicht da, aber Lasse ist vielleicht da. Schön bist du hier live mit dabei bei mir in diesem Video. Und wenn du das erste Mal hier mit dabei bist, lass einen Daumen nach oben da, lass ein Herzchen da und lass es mich wissen, dass es dir hier Spaß macht. Ganz wichtig ist, wenn wir mit Steckmasse arbeiten, dass wir immer das Wasserbad machen für die Steckmasse. Und ganz wichtig ist auch, diese Steckmasse habe ich vorgängig schon eingelegt und das ist ganz entscheidend. Ich habe geschaut, dass die Steckmasse das Wasser aufzieht. Und jetzt nehmen wir unsere wunderschöne Nelke. Und die Nelken, die versetzen wir hier nicht in einen Tiefschlaf, sondern die Nelken machen wir hier in die Basis rein. Und ich hoffe ganz fest, meine, sage ich mal, 30 Nelken kann ich hier schön reinstecken. Du siehst nun, schaue ich darauf, dass wir die einzelnen Nelken schön in unseren Topf reinstecken. Ganz wichtig ist, wir wollen eigentlich am Schluss keine Steckmasse mehr ersichtlich haben. Normalerweise nehme ich ja verschiedene andere Materialien, wo wir darauf achten, dass wir die Steckmasse schön abdecken. Zum Beispiel nehme ich Sisal, Galax oder andere Materialien, um einfach das Material schön abzudecken. Hier verwenden wir jetzt nun einfach diese Nelken und die Nelke, die können wir auch ein wenig aufmachen, wenn sie mal etwas geschlossen ist. Das funktioniert auch ganz gut. Von der Farbe her, von der Proportion her, finde ich ganz wichtig, dass wir sagen, wir machen ungefähr 1:1 mit den Gräsern dann. Und ja, habe ich schon gesagt, in dem Budget ist natürlich so. Ich zeige dir auch manchmal Sachen, wo man vielleicht nicht überlegen muss, habe ich genügend Budget oder nicht, sondern da geht es manchmal auch einfach darum, euch was zu zeigen, was man nicht bei Beige Sandler oder Franzler bekommt, sondern da geht es auch mal darum, dass man einfach mal einen raushaut, der nicht überall sichtbar ist. Schau mal an, wie schön ist denn das? Man muss immer schön sorgfältig sein, auch beim Stecken. Man muss immer schön den Kopf bei der Sache haben, so dass wir auf der sicheren Seite sind, dass wir da alles schön reinbringen. Und so haben wir einen Teppich aus Nelken, der einfach verzaubert. Wir haben einen Nelkenteppich vom Feinsten und ich finde die Farbe umwerfend. Die Farbe der Nelke ist ja schon mal top, aber die Farbe mit diesem wunderschönen Gefäß finde ich halt einfach auch Hammer. Und wenn du sagst, Hammer ist dieses Teil, dann darfst du auch am Schluss ein Hammer-Emoji in die Kommentare reinschreiben. Es gibt halt auch etwas Abfall. Die Nelken, die sind meistens 60 bis 70 cm lang. Das ist einfach Standard. Und jetzt muss ich da schauen, dass ich irgendwie sorgfältig dieses Teil hier reinbringe. Und ich habe es geschafft. Jetzt siehst du, haben wir hier so einen schönen Teppich, mal höher, mal tiefer. Und als nächstes nehmen wir die wunderschönen Germini hier rein. Schau mal, die sind so mega schön dicke Stiele. Und die haben auch einen mega speziellen Kopf. Und da machen wir die einfach mal so rein. Ich habe gedacht, wir machen es mit 9 Germini. Vielleicht brauchen wir dann auch nur 7. Mal schauen, wie so die Fülle aussieht.
Man will ja auch nicht, dass alles da überstellt ist, sondern wir wollen, dass es am Schluss mega harmonisch und cool aussieht. Das ist das Entscheidende und das Wichtigste, dass es am Schluss einfach hammermäßig ausschaut. So. Jetzt sieht es noch etwas steif aus. Das heißt, es ist noch etwas unromantisch. Und dadurch kommt jetzt das Gras. Und für das liebe ich das Gras, weil mit dem Gras kann man hier einfach nochmals etwas mehr herausholen. Mit wenig Handgriffen, wenig Material, aber nicht ganz kostengünstig, haben wir so eine ganz coole Gefäßfüllung gewählt. Ich weiß nicht, ob du jetzt sagst, wow, ich bin verzaubert, ob du jetzt sagst, wow, ich bin verliebt, oder ob du jetzt sagst, wow, das ist ein heißes Teil. Lass mich in die Kommentare wissen, ob du findest, wow, ist das Teil schön.